Hast du dich jemals gefragt, wer du wirklich bist, woher du kommst oder was nach deinem Tod geschieht? Wer warst du, bevor dein erster Atemzug die Welt berührte? Und wer wirst du sein, nachdem du deinen letzten Atemzug auf der Erde gemacht hast? In meinem Buch Das große Mysterium nehme ich dich mit zu den tiefsten Fragen unseres Daseins. Das Buch ist in 4 Säulen gegliedert. Die erste Säule beschäftigt sich mit dem Thema Konstruktion. Wie ist unsere Realität konstruiert? Wie ist das Jenseits? Wie ist Gott konstruiert? Zweite Säule beschäftigt sich mit dem Thema Individualität. Wer bist du wirklich? Wovon hängst du wirklich ab? Was hat das alles mit dem menschlichen Ich zu tun und den Individualitäten, die sich in der Konstruktion aufhalten und gemeinsam Erfahrungen machen? Die dritte Säule beschäftigt sich mit dem Thema Bewusstsein. Bewusstsein ist das, was entsteht, während Individualitäten in der Konstruktion Erfahrungen gemeinsam machen. Und die vierte Säule ist das Thema der Sinn des Ganzen, der Sinn der gesamten Existenz. Tritt mit mir gemeinsam ein in eine Welt, in eine Reise, wo das Unsichtbare sichtbar wird, wo das Unfassbare fassbar wird. Und entdecke mit mir gemeinsam die Antworten auf die größten Fragen des Lebens. Aber wie kam ich dazu, dieses Buch zu schreiben? Als ich 7 Jahre alt war, hatte mein Vater einen sehr schweren Autounfall. Dabei war er 2 Jahre lang davon im Krankenhaus, 1 Jahr davon im Koma und ein zweites Jahr in Amnesie. Und als er zurückkam aus dem Krankenhaus nach 2 Jahren, war er eine andere Persönlichkeit. Er war ein ganz anderer Mensch. Er war sehr aggressiv und wir alle hatten Angst vor ihm. Meine 3 Geschwister und meine Mutter haben sich wirklich gefürchtet, wie ich auch. Und ich habe mich immer zwischen sie gestellt, um meine Geschwister und meine Mutter vor ihm zu beschützen. Als Bestrafung wurde ich oft tagelang am Dachboden eingesperrt. Als ich mit ungefähr 9 Jahren tagelang ohne Essen am Dachboden war, zwischen den ganzen Mäusen und zwischen den Spinnen und Spinnennetzen und in der Kälte, hatte ich sehr viel Zeit, über das Leben nachzudenken. Ich fragte mich, wenn es einen Gott gibt, warum tut Gott so etwas mit uns Menschen? Warum ist die Erde nicht das Paradies, von dem ich immer geträumt hatte? Ich fragte mich, ob das Ganze wirklich einen Sinn hatte. Ich fragte mich, warum diese Realität so eine komische Konstruktion ist, in dem so viel Angst, Wut, Leid, Hass und Zorn existiert. Wenn das da ist, dann dürfte es wohl keinen Gott geben. Und so entwickelte ich mit diesem Alter auf diesem Dachboden eine tiefe Sehnsucht. Eine Sehnsucht danach herauszufinden, wer sind wir, wo kommen wir her, wo gehen wir nach dem Tod hin, wer ist Gott, warum macht Gott das mit uns und viele weitere Fragen. Und ich entschied an diesem Dachboden mein Leben der Psyche des menschlichen Bewusstseins und des Bewusstseins selbst zu widmen und die großen Fragen des Lebens herauszufinden. Ich traf die Entscheidung, Bewusstseinsforscher zu werden. Und so fing meine über 30-jährige Reise an. Ich las tausende Bücher, besuchte sehr viele Seminare, lernte von vielen Lehrern und schließlich lernte ich außergewöhnliche Bewusstseinszustände zu erleben, die mir das Tor in andere Welten öffneten. Mein Ziel war es, Antworten auf meine Fragen zu bekommen, Antworten, die sich für mich schlüssig anhören. Bücher waren für mich stets eine Quelle des Wissens. Ich muss aber auch gestehen, dass ich ein extremer Skeptiker bin. Ich glaube nicht alles blindlings. Mein Verstand braucht Beweise und Tatsachen. So bin ich eben gestrickt. Durch meine unersättliche Suche in der Bewusstseinsforschung habe ich irgendwann im Laufe des Weges außerkörperliche Erfahrungen kennengelernt. Ich muss sagen, ich war sehr, sehr skeptisch am Anfang, bis ich trotzdem einen Funken Offenheit dafür hatte und entschieden habe, alles darüber zu lernen. Damals hatte ich ein Datenforensikunternehmen, ich war sozusagen Gerichtssachverständiger und ich hatte das nötige Equipment, um mir ein eigenes Bewusstseinsforschungslabor aufzubauen, in dem ich nicht nur erweiterte Bewusstseinszustände studierte, sondern sie regelrecht erlebte. Von luziden Träumen, außerkörperlichen Erfahrungen bis hin zu Seelenreisen. Es war eine Reise in andere Zustände, in andere Realitäten, die mein Weltbild komplett auf den Kopf gestellt haben. Es war eine Reise, die mir
Möglichkeiten und Modelle gezeigt haben, von denen ich nur träumen konnte. Ich entwickelte Brainwave 3D und entwickelte dort Technologien, wo ich sehr schnell erweiterte Zustände einleiten konnte. Irgendwann war ich so geübt darin, mein Bewusstsein zu verändern, dass ich mich jedes Mal, wenn ich auf meinen Stuhl gesetzt habe, immer eine Erfahrung einleiten konnte. Und so hatte ich die Fähigkeit und die Möglichkeit, sehr schnell interessante erweiterte Zustände zu erleben, jenseits der menschlichen Beschränkungen. Mein Körper schlief, aber mein Geist war wach und ich war unterwegs in anderen Dimensionen, auf der Suche nach Antworten, auf der Suche, meine Fragen zu beantworten. In diesen Momenten, wenn wir normalerweise unser Bewusstsein verlieren, wenn wir einschlafen in der Nacht, geschieht die Magie. Denn das ist der Punkt, wo du nicht mehr weißt, was geschieht. Doch wenn du dich an diesen Moment wachhalten kannst, dann passiert das große Wunder. Du erlebst Realitäten, du blickst hinter den Schleier. Und tatsächlich habe ich hinter den Schleier geblickt. Die Erfahrungen, die ich machte, waren irgendwann so außergewöhnlich, dass ich niemanden kannte, der ansatzweise verstehen konnte, was das sei. Bis ich angefangen habe, meine Erfahrungsberichte auf YouTube hochzuladen. Und innerhalb von sehr kurzer Zeit habe ich eine Unzahl von Abonnenten bekommen. Menschen, die meine Erfahrungsberichte schätzen, davon profitierten von diesem Wissen. Und so wurde ich sehr schnell bekannt als der größte YouTuber mit den meisten Erfahrungen in anderen Bewusstseinszuständen. Meine Bewusstseinsreisen führten mich jenseits aller menschlicher Vorstellungen und Konzepte. Sie brachten mich in Kontakt mit Lebensformen, die jenseits unserer Vorstellungskraft existieren. Und ich stellte Fragen, ich stellte gute Fragen. Die Antworten, die ich bekommen habe, waren so bereichernd und so außergewöhnlich, dass ich ein Buch geschrieben habe. Mein analytischer Geist, geschult als Datenforensiker, ist darauf ausgerichtet, stundenlang in erweiterten Zuständen zu sein und nach der Erfahrung alles detailliert zu protokollieren und aufzuschreiben, was ich erlebt habe. Und dies hat mir die Fähigkeit und die Möglichkeit gegeben, in diesen anderen Welten zu reisen, Erfahrungen zu sammeln, Informationen zu bekommen und sie für den menschlichen Verstand zu übersetzen, dass man versteht, was damit genau gemeint ist. Diese akribische Dokumentation baute sich nach und nach zu einem unglaublich großen Archiv aus. Doch dann erlebte ich eine Reise, eine Erfahrung, die alles, was ich bislang erlebt hatte, in den Schatten stellt. Sie veränderte mein Verständnis für die Wirklichkeit auf eine ganz fundamentale Weise. Diese außergewöhnliche Erfahrung war nicht nur die Erweiterung meines Bewusstseins, sie war eine Revolution meiner gesamten Wahrnehmung. Im Buch Das große Mysterium beschreibe ich diese Erfahrung sehr ausführlich. Und ja, tatsächlich war diese eine Erfahrung der Auslöser, warum ich überhaupt das Buch geschrieben habe. Ich kann dir jetzt schon sagen, dein Weltbild wird nach dem Lesen dieses Buches komplett gesprengt werden. Aber ich kann dir auch gleichzeitig sagen, dass dein Horizont, dass dein Bewusstsein sich auf eine ganz andere Ebene danach entfalten wird. Es wird wie eine Blume sein, die plötzlich gedeiht und in alle Richtungen aufgeht und sieht, dass die alten festgefahrenen Modelle der Realität doch ganz anders sind. Diese eine Erfahrung löste in mir einen tiefen Bewusstseinsshift aus. Es war, als hätte ich einen Schlüssel bekommen, mit dem ich plötzlich ganz leicht in andere Zustände gelangen konnte. Und mit diesem Schlüssel hatte ich die Möglichkeit, nach dieser Erfahrung das Jenseits ganz genau zu erkunden. Ich hatte die Möglichkeit, den Kaninchenbau sehr detailliert kennenzulernen und zu erforschen. Dort in diesen unergründlichen Tiefen der Existenz nahm ich Kontakt auf mit Bewusstseinsformen jenseits der Götter. Sie lehrten mich und ich stellte Fragen. Doch das, was diese Bewusstseinsformen dir beibringen, sind nicht einfach nur Worte, denn Wissen in dieser Dimension ist gleichzeitig eine Erfahrung. Und ich habe diese Erfahrungen sehr ausführlich dokumentiert und in diesem Buch niedergeschrieben. Bei der Durchsicht meiner Dokumentationen habe ich einen roten Faden erkannt. Ich habe erkannt, dass in diesen Erfahrungen etwas steckt, was der Welt gezeigt werden möchte. Eine Offenbarung von Gott an sich selbst, eine Erinnerung. Und so fand ich durch göttliche Führung einen Verlag, der bereit war, meine Leseprobe, die ich erstellt habe, in ein richtiges Buch zu bringen.
Dieses Buch ist nicht nur eine Sammlung meiner Aufzeichnungen, es sind eher Chroniken meiner Erfahrungen, die ich erlebt habe, in Kontakt mit anderen Bewusstseinsformen, Wesenheiten, die weit über unser menschliches Verständnis hinausgehen und die Fähigkeit besitzen, Einfluss auf unsere Realität zu nehmen. Dieses Buch dient als Erinnerungshilfe für uns Menschen, eine Erinnerungshilfe, um uns wieder zu erinnern, wer wir wirklich sind, wo wir herkommen, warum wir hier sind und wo unsere Reise schließlich hingeht. Das große Mysterium ist wie eine Art Fernrohr, durch das du blickst in die Vergangenheit und dich erinnerst, was war, bevor du der wurdest, der du jetzt glaubst zu sein. Aber gleichzeitig ist dieses Fernrohr ein Blick in die Zukunft, was dir zeigt, was vor dir steht und welche Möglichkeiten sich vor deiner Nase offenbaren können. Das Buch ist so verfasst, dass du beim Lesen das Gefühl hast, selbst der Reisende zu sein. Dass du das Gefühl hast, selbst die Erfahrungen gemacht zu haben, damit die Transformation, die Bewusstseinserweiterung auch geschehen kann. Ebenso wird dir dieses Buch helfen, deinen Bewusstseinszustand vom menschlichen Zustand hin zu den höheren Sphären der Liebe, des Friedens, der Freude, der Glückseligkeit zu bringen und zu halten. Die Kombination aus 3 Nahtoderfahrungen, über 1000 Astralreisen und Seelenreisen hat mir sozusagen die Tür geöffnet, wo ich hinter den Schleier blicken konnte und Antworten, selbst für meinen Gerichtssachverständiger Verstand bekommen habe, wo mein Verstand sagt, okay, ja, das ist schlüssig, das könnte so sein. Diese Erkenntnisse haben mich dazu bewegt, dieses Buch zu schreiben. Sie haben mich dazu bewegt, das Wissen in die Welt zu tragen. Denn wir leben in einer Zeit, wo es notwendig ist, dass wir uns anfangen zu erinnern, wer wir wirklich sind. Es ist die Zeit gekommen, wo wir Verantwortung für unsere Gedanken, unsere Emotionen und unseren Zustand übernehmen müssen, wo wir nicht mehr Opfer, sondern Schöpfer werden. Es ist ein Ruf zum Aufwachen und die tieferen Wahrheiten unseres Seins zu erkunden. Ein Ruf, der in diesen Zeiten dringender denn je erscheint. Du brauchst nicht zwingend spirituell sein, um dieses Buch zu lesen. Du brauchst nur einen kleinen Funken Offenheit. Offenheit für die Frage, wer bist du wirklich? Gibt es einen Gott und wo ist dieser? Wenn du das Buch gelesen hast, dann wirst du davon profitieren. Als erstes wirst du vielleicht für dich Antworten, schlüssige Antworten auf die großen Fragen des Lebens bekommen. Wer bist du? Wer sind wir? Wo kommen wir her? Wie wurde die Seele erschaffen? Wo ist Gott? Warum ist Gott nicht da? Und wo kommen wir nach dem Tod hin? Und viele andere Fragen. Aber es sind nicht nur Antworten. Du wirst beim Lesen die Antworten selbst erleben. Wenn du das Buch gelesen hast, ist es eine Art Abenteuer. Du fängst hier an und während du dich durch die Kapitel arbeitest, wanderst du selbst durch andere Dimensionen und nimmst selbst Kontakt mit diesen Bewusstseinsformen auf und wirst selbst geschult. Du wirst in diesem Buch viele gechannelte Texte finden, die du in keinem Buch oder sonst irgendwo finden wirst. Du wirst das Hochhaus des Bewusstseins kennenlernen, wie Bewusstsein konstruiert ist und wie du dich von den Kellergeschoss der niedrigen Bewusstseinszustände zu den oberen Zuständen hinarbeiten kannst. Durch die Geschichten und durch die Erlebnisse und durch die gechannelte Texte wirst du sehr inspiriert werden, das kann ich dir versprechen. Was mir die Lektoren und der Verlag über das Manuskript gesagt haben, war, dass das Buch so geschrieben ist, dass man es mehrmals lesen muss. Aber nicht im negativen Sinne, weil es so kompliziert ist, sondern umgekehrt, es ist sehr einfach geschrieben, aber es steckt so viel Wissen drin, dass man einfach das unbedingt mehrmals lesen möchte, um alles, was drin steht, zu erfassen und vollkommen zu verstehen. Und es ist sehr flüssig geschrieben. Es ist eine Mischung zwischen einem Roman mit Erfahrungsberichten, zwischen gechannelten Texten und einer Dokumentation und Reflexion. Nach diesem Buch wirst du auf jeden Fall vom Opferdenken zum Schöpferdenken gelangen. Also du wirst die Fähigkeit haben, Realitätskontrolle durchzuführen. Du wirst verstanden haben, dass deine Realität von deiner Wahrheit, von deinen Reaktionen auf die Ereignisse bestimmt wird. Änderst du deine Wahrheiten, änderst du deine Reaktionen. Änderst du deine Reaktionen, so änderst du deine Realität. Das Ziel des Buches ist, dass du in den erwachten Bewusstseinszustand kommst, dass du dich erinnerst, wer du wirklich bist, sofern du dafür bereit bist.
Das Ziel ist Aufwachen. Aufwachen im Jetzt. Dich zu lösen von deinem Verstand, der dich die ganze Zeit in der Vergangenheit und in einer potenziellen Zukunft hält. Dass du einfach in diesen gegenwärtigen Moment reinkommst und dich selbst als diese eine göttliche Quelle erfährst. Du wirst lernen, wie du das Wissen in deinem Leben praktisch anwenden kannst. Und es gibt in diesem Buch ein großes Geheimnis, das werden aber nur die Leser mitbekommen. Jetzt ist der Moment gekommen, deine Reise zu beginnen. Das große Mysterium ist mehr als ein Buch. Es ist ein Portal in einen anderen Bewusstseinszustand. Wenn du dich jemals gefragt hast, was jenseits der Grenzen deines menschlichen Bewusstseinszustandes liegt, deiner menschlichen Vorstellungskraft, dann ist dieses Buch der Schlüssel dazu, dir eine Tür zu zeigen, ein Fenster zu öffnen. Wenn du bereit bist, die tieferen Geheimnisse deiner Existenz herauszufinden, zu erkunden und ein Leben voller Glückseligkeit, Klarheit und Verständnis führen möchtest, dann ist dieses Buch der Schlüssel dazu. Warte nicht auf einen besseren Moment, denn die Zeit, sich an das zu erinnern, was und wer du wirklich bist, die perfekte Zeit ist jetzt. Bestelle das große Mysterium heute und deine Reise, dein Abenteuer der Selbstentdeckung, der Reise zu deiner wahren Existenz beginnt schon sehr bald.